Herbsttrends 2024. Farben, Stilrichtungen und Prints, die man öfter auf den Straßen sehen wird. Und ich wette, das meiste hast du schon mal im Schrank. Der Sommer neigt sich dem Ende zu und es ist höchste Zeit, sich ein bisschen schlau zu machen, was uns modisch im Herbst erwartet. Ich habe mich umgeschaut auf verschiedenen Plattformen und einige Zeitschriften durchgeblättert und ich habe für dich die Herbsttrend, die du auf jeden Fall umsetzen kannst. Ich vermute mal, ich gehe stark davon aus, dass die meiste Kleidung, die jetzt auch trendy im Herbst ist, hast du schon mal im Schrank. Und ich fange mit den Farben an. Die Herbstfarbe des Jahres 2024 ist die Farbe Rot, was im Grunde genommen keine Überraschung ist, denn sie wurde schon mal direkt Anfang des Jahres angekündigt als Farbe des Jahres. Also wer sich im Frühling mit der Farbe gut bestückt hat, ist jetzt auch gut aufgehoben. Die wurde auch zum Beispiel auf den Laufstegen gezeigt, sehr oft bei Versace oder auch Ferragamo. Was auch noch schön ist, sie wird von der Farbe Bordeaux begleitet. Also das heißt, das, was wir schon mal im Winter letztes Jahres erlebt haben, kommt wieder. Und die Frauen, die zum Beispiel sich mit Taschen, Schuhen in Bordeaux-Farbe auch gut bestückt haben, sind jetzt auch gut aufgehoben. Also du kannst die rote Farbe solo tragen, kombinieren mit Bordeaux oder auch mit anderen Farben. Die nächste Trendfarbe ist die Farbe Grün und da muss ich schon direkt sagen, ich habe das Gefühl, dass die grüne Farbe sowieso entweder jedes Jahr oder spätestens alle 2 Jahre als Trendfarbe benannt wird. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, wie oft ich auf meinem Blog Beiträge über grüne Farbe geschrieben habe. Also die Trendfarbe als Grün, sie ist immer da. Was neu ist, sind immer die Schattierungen bzw. die Grüntöne. Mal ist das ja Salbeigrün, mal ist das Tannengrün. Dieses Jahr sind das warme Töne wie Apfelgrün, Kaki oder Kiwi, gesehen zum Beispiel auf den Laufstegen von Fendi. Also auch Frauen, die früher vor Jahren oder letztes Jahr, vor 2 Jahren oder wir erinnern uns zum Beispiel an der Greenery, wo man zum Beispiel viele grüne Teile mit floralen Prints getragen hat. Wenn man schon vor Jahren sich mit der grünen Farbe auseinandergesetzt hat und einige Kleidungsstücke damals schon besorgt hat, kannst auch dieses Jahr tragen. Was neu ist, dass man die Farbe erstens mit Schwarz kombiniert, was auch sehr edel und klassisch aussieht, oder man mixt tatsächlich unterschiedliche Grüntöne miteinander. Für mich war das vor Jahren ein No-Go, aber Mode gehört den Mutigen, also je mehr Grüntöne du mixt, desto besser ist es. Und die dritte Herbstfarbe 2024 ist Braun. Alle möglichen warmen Brauntöne wie Schoko, wie Karamell oder Cognac, gerade als Leder oder Wildleder getragen. Die Accessoires in Wildleder wie Taschen oder Schuhe, die werden wir auf jeden Fall sehr oft sehen. Und Ralph Lauren macht uns das vor und zeigt komplette Outfits in der braunen Farbe. Du kannst aber auch natürlich ja andere Farben dazu mischen, wie zum Beispiel Blau oder sanfte Töne wie Rosa. Auf jeden Fall Braun ist auch die Farbe des Herbstes. Jetzt komme ich zu den Styles und ich muss sagen, mein Herz geht auf. Es wird feminin, es wird weiblich, es wird schick und es wird elegant getragen. Wir tragen weiterhin Anzüge, weite Hosen sind nach wie vor in. Wir tragen Marlene-Hosen aus weichen, edlen Stoffen wie leichte Wolle, wie Seide. Also es ist Mode, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Also ich freue mich schon mal wirklich auf den Herbst und auf die wirklich schicke Mode, die man früher vielleicht nur im Büro getragen hat und jetzt trägt man die ja überall auf den Straßen. Und wo wir bei Thema Feminin sind, auch die Kleider, die werden jetzt körperbetonter geschnitten und machen eine schöne Sanduhr-Silhouette. Da sind wir schon bei den Klassikern und wurden auch gezeigt auf den Laufstegen von Coco Chanel oder bei Valentino oder bei Miu Miu.
Und wo wir auch bei Coco Chanel sind, auch Kostüme werden wieder getragen. Also wir gehen tatsächlich wieder auf die klassische Mode, die man früher getragen hat. Und jetzt kommen sie auch wieder. Also Kleider, Kostüme, schöne weibliche Formen, die werden schon wieder in Szene gesetzt. Und eine Stilrichtung, die relativ neu ist, zumindest bei uns, das ist der sogenannte Brit Chic. Ich persönlich, ich liebe diesen Style, habe auch schon getragen und ich finde, das ist wirklich eine schöne feminine Mode, die perfekt für den Herbst passt, denn da tragen wir mal schöne Wollbläser, Jeans, schöne Stiefeln, bisschen eleganter mit Blusen, mit Rüschen. Also es ist eine schöne Mode und sie erinnert mich direkt an die Modedesignerin Karen Millen, die aus England kommt und die auch eben wunderschöne Modestücke präsentiert. Wenn wir an Brit Chic denken, dann denken wir automatisch an Karo-Muster, also Karo-Mäntel, Karo-Bläser. Und so verkehrt ist es ja nicht, denn Karo ist auch Print des Herbstes 2024. Meiner Meinung nach, kein Muster passt so perfekt zum Herbst wie Karo. Karo kannst du jedes Jahr anziehen und wirst du immer trendy sein. Dieses Jahr haben die Laufstege waren voll mit Karo, zum Beispiel bei Roberto Cavalli oder auch natürlich ja bei Burberry, bei den Klassikern. Also Karo ist auf jeden Fall ein Muster, das du entweder schon mal hast oder solltest du dir tatsächlich, solange du es magst, natürlich besorgen, weil du trägst es auch jedes Jahr. Das nächste Muster, was wir sehr oft sehen werden, sind Streifen. Aber nicht so minimalistisch, wie wir das im Sommer kennen, als Maritim-Look, zum Beispiel nur als Bluse, Shirt oder T-Shirt. Wir tragen Streifen komplett als Outfit. Ob das ein Anzug ist, ob das Mantel ist. Gerade Ralph Lauren zeigt uns, wie viel Streifen man tragen kann. Also ich muss sagen, Leute, die Zebras sind los. Und wo ich bei den Zebras bin, dann sind wir auch bei dem nächsten Print, was wir öfter sehen werden, und da sind Animal Prints. Auch Animalmuster ist für mich kein Muster, das irgendwann mal weg war. Ich habe das Gefühl, wir haben jedes Jahr Animalmuster als Muster des Jahres. Wir tragen Leo, wir tragen Snake, wir tragen Zebras. Und ich weiß, dass es sehr viele Frauen sind, die schon etliche Kleidungsstücke mit Animalprint haben. Also meine Damen, einfach mal aus dem Schrank rausholen und weitertragen. Ich persönlich, ich tue mich schon mal ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Animalmustern. Ich weiß es nicht, das ist ja wahrscheinlich deswegen, weil vor Jahren hat mir jemand kein schönes Kompliment deswegen gemacht und ich glaube, das sitzt irgendwie fest, was nicht heißt, dass ich das Muster überhaupt nicht trage. Ich meine, letztes Jahr habe ich ja in einer Kampagne für Alba Mode auch Muster bzw. Animalprint-Kleid getragen und schon da habe ich ja einen roten Mantel dazu getragen. Also das heißt, war ich schon mal ein bisschen der Zeit voraus. Also meine Damen, wer Animalmuster liebt und trägt, kann das ja weiterhin auch im Herbst machen. Zum Schluss der modischen Reise kommt ein kleiner Tipp, welches Kleidungsstück das modischste ist. Und da sind tatsächlich Cardigans. Also alle Frauen, die schon Cardigans im Schrank haben, sind auf jeden Fall up to date, weil es ist egal, ob es lang, kurz, schmal oder weit ist. Alle Cardigans sind auf jeden Fall trendy. Das zeigt uns auch schon mal Ralph Lauren zum Beispiel auf den Laufstegen. Also das heißt für uns, wir verzichten mittlerweile auf dicke Pullis und wir nehmen einfach mal praktische Strickjacken. Was soll ich sagen? Da bin ich auch natürlich ja froh, weil Cardigans liebe ich auch. Da sind die Herbsttrends 2024 und wie gesagt, ich vermute mal, das eine oder andere hast du schon mal im Schrank. Kannst mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob du schon etwas umsetzen kannst, ob du die Mode magst und ob du dich auf die Herbstmode genauso wie ich freust. Ich werde euch in diesem Video nicht sehr viele Kleidungsstücke verlinken. Was ich euch aber als Tipp geben kann, ist tatsächlich Tragen eines Tops bzw.
Ich trage kein Top, ich trage ein Halstuch und wie man es binden kann, das habe ich dir schon mal in meinem letzten Video gezeigt. 16 Wege, wie man einen Schal oder ein Halstuch binden kann. Viel Spaß beim Schauen und wir sehen uns bald.